Hallo zusammen und willkommen auf der AIDA. Ich nehme euch mit auf meine Kreuzfahrt. Ich habe letztes Jahr eine AIDA-Kreuzfahrt gemacht und habe leider keine Zeit gehabt, darüber zu berichten. Das wird jetzt nachgeholt und ich nehme euch mit 7 Tage aufs Meer. Das hier ist die Route, für die wir uns entschieden haben. Allerdings gibt es unzählige Routen, die man auswählen kann. Es gibt aktuell 11 AIDA-Schiffe, die alle einen anderen Beinamen haben. Wir sind mit der AIDA Diva gefahren. Ich poste euch den Link weiter unten in die Infobox. Dort könnt ihr die Startseite der AIDA sehen, dort könnt ihr buchen, dort könnt ihr alles über die Schiffe erfahren, wie sie aufgebaut sind, welche Routen es gibt, was die Preise sind, etc. pp. Ihr könnt beispielsweise auch in die Karibik fahren mit den AIDA-Schiffen oder nach Norden, um die Polarlichter zu sehen, oder auch sämtliche Routen im Mittelmeer. Was das Herz begehrt, alles ist dabei. Wir haben uns allerdings für diese Route hier entschieden, weil wir gerne nach Santorin wollten. Zuerst geht es von Düsseldorf nach Antalya, denn von dort startet die AIDA Diva in See. Danach machen wir einen Abstecher nach Zypern und wir verbringen einen Tag am Meer in der Stadt Limassol. Und am zweiten Tag besichtigen wir die Stadt Nikosia, das ist die Hauptstadt, aber den türkischen Teil davon. Denn Nikosia oder Nikosia ist aktuell die einzige Hauptstadt der Welt, die von 2 verschiedenen Ländern regiert wird, wie einst einmal Berlin. Danach legen wir einen Seetag ein und ich zeige euch die schönsten Ecken des Schiffs. Lasst euch überraschen. Und letztendlich verbringen wir einen Tag auf der wunderschönen Insel Santorin. Das ist die Insel mit den weißen Gebäuden und den blauen Dächern. Dann geht es noch einen Tag auf die Insel Kreta. Und zuletzt sind wir wieder in der Türkei in der Stadt Marmaris, wo wir eine Jeep-Tour unternehmen werden. Und dann geht es wieder zurück nach Antalya, wo das Flugzeug nach Deutschland wieder auf uns warten wird. Also willkommen in Antalya auf dem Schiff AIDA Diva. Ich muss sagen, das war der bestorganisierteste Urlaub, den ich jemals mitgemacht habe. Man hat nicht nur ein 5-Sterne-Essen rund um die Uhr, eine perfekte, komplette Betreuung in Deutsch, eine perfekte Organisation, Live-Acts, Theaterstücke, Musicals, Aufführungen, Rockkonzerte, Tanzshows, Zirkus, Rockfestivals, Diskos aller Art, Partys, dann hat man Sauna, Wellness, Sport, Fitness, Kurse, Personal Trainer. Man hat Sauna, man hat Sonne, man hat einen Spa-Bereich, FKK-Bereich, Cocktails, Bars, unzählige Bars, Casinos, Workshops zu jedem Thema, das man sich vorstellen kann, Kunstversteigerungen, Spiele, Shopping, eine komplette Shopping-Mall. Und natürlich das Inselhopping mit den einzelnen Ausflügen, die man dazu buchen kann. Oder man geht einfach auf eine Insel und unternimmt selbst etwas. Man ist an nichts gebunden, man kann überall mitmachen, überall nette Leute, alles auf Deutsch. Perfekt. Nach einem Flug von 3,5 Stunden sind wir in Antalya gelandet. Dort hat man alle AIDA-Urlauber mit einem großen Bus abgeholt und zur AIDA gefahren. Zuerst mussten wir einchecken. Bevor wir das Schiff betreten konnten, mussten wir unsere Reisepässe abgeben und erhielten so eine Boardingkarte als Ersatz. Diese mussten wir jedes Mal einscannen lassen, wenn wir das Schiff verließen oder wenn wir es wieder betraten. Und da wären wir auf der AIDA Diva. Die Diva ist ein mittelgroßes Schiff. Wir waren etwas über 2000 Passagiere an Bord. Wir haben uns für ein Zimmer ohne Fenster entschieden, weil es wesentlich günstiger war als die Zimmer mit Fenster oder jene gar mit Balkon. Außerdem wollten wir auch nicht, dass uns ständig jemand durchs Fenster ins Zimmer gucken kann. Wenn man Pech hat, erwischt man nämlich auch solche Zimmer. Wir haben für unser Zimmer pro Person ca. 650 € für 7 Tage gezahlt. Unser Zimmer war super schön und sehr geräumig. Alleine die Tatsache, dass das Bett auf Beinen stand, war sehr angenehm, weil wir dadurch unglaublich viel Platz hatten, um unsere Koffer und Schuhe zu verstauen. Wir hatten 2 neue Bademäntel, die auf dem Bett auf uns warteten und sehr viele Ablageflächen. So viel Zeug hatten wir aber gar nicht dabei, dass wir die Flächen alle hätten nutzen können. Das Bad war ebenfalls mit vielen Ablageflächen ausgestattet und Handtüchern in 2 Farben, damit jeder sehen konnte, wer welches Handtuch benutzte.
Direkt am ersten Tag hatten wir auch ein Sicherheitstraining. Dazu mussten wir unsere Rettungswesten anziehen und haben erfahren, was wir tun müssen, falls das Schiff sinkt. Wir hatten ein riesiges Sonnendeck mit mehreren Schwimmbecken und sogar einen FKK-Bereich. Ich bin da aus Versehen gestrandet und habe Dinge gesehen, die man nicht sehen will. Was mir besonders gut gefallen hat, war das sogenannte Theatrium. Das war ein Theater, das über 3 Stockwerke ging und wo jeden Abend mehrere Veranstaltungen stattfanden. Sei es Musicals, Theateraufführungen, Bandauftritte, Unterhaltung jeglicher Art. Mit der AIDA-Kreuzfahrt hat man somit nicht nur jeden Tag Entertainment à la Schauspiel und Gesang gebucht, sondern auch Essen im 5-Sterne-Stil, Reisen mit Inselhopping, Wellness und Schwimm- und Sonnenspaß. Jeden Tag wurden die Programm-Highlights auf Bildschirmen angezeigt, damit auch niemand eine wichtige Show verpasste. Das hier ist das Theatrium auf der 2. Etage. In roter Farbe. Auf der 1. Etage war es in lila und auf der 3. Etage ist es in orange. Überall waren kleine versteckte Bars. Wir haben viele Ecken erst am letzten Tag entdeckt, so groß war das Schiff. Boah, sieht echt toll aus. Und hier geht es auch schon in eins der vielen Restaurants. Bevor man die Essensbereiche oder auch gar das Schiff betrat, musste man sich immer die Hände an diesen Sprühständern desinfizieren. Jeden Tag gab es unzählige wundervolle Speisen, die sehr schön dekoriert und nach Themen sortiert waren. Da gab es eine australische Ecke, eine japanische, eine Wiener Ecke, eine italienische Ecke, Tee-Ecken, Weinecken, Cocktail-Ecken und so weiter und so fort. Und obwohl wir um die 2000 Menschen waren, war das Schiff so groß, dass man sogar komplett leere Ecken hatte. Hier ist die Tee-Ecke. In einem Teil eines großen Restaurants gab es sogar eine kleine Bambuswaldecke. Wie man sieht, keine Menschen. Und das war die Aussicht auf Antalya. Die Organisation war phänomenal. Jeden Morgen haben wir eine Zeitung an die Tür geheftet bekommen, und zwar AIDA heute. Mit dieser Zeitung wurde alles beschrieben, was an diesem Tag passiert. Das heißt also, angefangen damit, in welchen Restaurants es welches Essen gibt, zu welcher Uhrzeit. Dann darüber, was man an diesem Tag machen konnte im Schiff. Das heißt also, welche Veranstaltungen es gab, sei es Theater, Musicals oder sonstige Veranstaltungen, welche Tanzpartys es gab und wo, welche Casinos gerade offen haben oder welche Workshops man machen kann. Einfach alles. Ebenfalls einen ganzen Überblick darüber, was es Besonderes an diesem Tag gibt, wie beispielsweise Drink des Tages. Und natürlich darüber, welche Ausflüge man genau an diesem Tag machen kann und wohin. Beispielsweise hier. Ausflugstipps für Santorin. Santorin war am nächsten Tag, so konnte man vorher schon buchen. Dann Tops des Tages. Dann gibt es Workshops, beispielsweise Kosmetik oder wie man Blumen bindet in einem Blumenladen oder Sushi-Workshop. Oder wie man ein Steak zubereitet. Alles Mögliche. Dann gibt es verschiedene Spiele, an denen man teilnehmen kann, beispielsweise ein Casino, das man ab 18 Jahren dann besuchen kann. Oder Bingo-Spiel, wo man Geld gewinnen kann, dazu kommen wir später noch. Stunden mit der Crew, das heißt also beispielsweise eine Stunde, wo man Fragen an den Captain richten kann oder an die Crewmitglieder. Und dann gibt es Versteigerungen, also richtige Kunstauktionen, wo man Bilder für mehrere tausend Euro kaufen kann. Und dann wird nochmal darauf hingewiesen, beispielsweise, dass ein Reisefilm von der AIDA gedreht wird. Das heißt also, es gab dort Leute, die mit Kameras unterwegs waren und die verschiedene Veranstaltungen gefilmt haben, ebenso wie verschiedene Ausflüge. Und das wurde dann alles zusammengefasst in einen AIDA-Film. Und am Ende der Reise konnte man diesen Film als DVD kaufen. Abends war das Schiff wunderschön beleuchtet.
Hunderte Sektgläser, die in Form der AIDA aufgestellt waren, warteten auf uns zur Begrüßung. Der Sekt war in den Farben der AIDA gefärbt, blau, gelb, rot, grün. Und mit dem Song Sail Away stachen wir in See, begleitet von einer Lasershow. Merkst du? Ein bisschen. Ja, ja. Das Ding bewegt sich. Was dann folgten, waren wundervolle Auftritte der Showacts an Deck unter dem warmen Sternenhimmel sowie eine große Party an Deck. Ich war so begeistert von den Auftritten, dass ich euch hier eine Kostprobe gebe. Ladies and Gentlemen und herzlich willkommen an Bord der AIDA. Wir schreien das 21. Jahrhundert. Und dann gab es noch den berühmten AIDA-Tanz, den Wiederholungstäter, also AIDA-Dauerbucher, sehr gut kannten. Alle tanzten mit und wir versuchten unser Bestes. Ich kann es nicht in Worte fassen. Jeder sollte mal so etwas mitgemacht haben. Wir haben 650 € gezahlt für das Zimmer für eine ganze Woche. Ein Urlaub mit der AIDA, absolut empfehlenswert. Dieser Urlaub hat sich unglaublich gelohnt und morgen geht es weiter auf die Insel Zypern. Also bis morgen!